24 Angler. Let's go. Let's go. 12 Teams. Das ist ein Zeichen, Dicker. Ja! 7 Nationen. 2 Gewässer. Hey. 1 Zielfisch. Ist er weg. Und ein Pokal. Der YPC Bass 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, dem B1 Bootcenter, Wir bauen dein Boot und der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer! Und herzlich willkommen zur 3. Episode des YPC Bass 2025. Heute startet Gruppe B ins Turnier. Bevor die Boote an diesem bewölkten Morgen lospreschen, stelle ich euch kurz die 6 Teams und deren 12 Angler vor. Favorit ist wohl einmal mehr Team Ilex. Die französische Edelschmiede setzt, wie immer bei diesem Turnier, auf Mattia Di Santo und Mark Batschowski. Die beiden Freunde gewannen 2022 die Erstauflage und holten im letzten Jahr die Silbermedaille. Mark, Inbegriff des Konzepts Workation, kennt sich dank zahlloser Dienstreisen eigentlich auf allen Bassgewässern Europas und eben auch auf den diesjährigen Turniergewässern bestens aus. Die schwedische Marco Abo Garcia kehrt nach einjähriger Basspause mit einem neu formierten Team zurück, bestehend aus bekannten Gesichtern. Vertriebsleiter Toni Weise alias Toni Bianco startet nach seiner Teilnahme für Savage Gear 2023 nun für eine weitere Premium-Marke des Pure Fishing Konzerns. Neu an seiner Seite der YPC Boat Champion von 2024, Sebastian Bienapfel. Nach diversen Boat- und Bass-Teilnahmen für Stroft steigt der Deutsche erstmals ohne seinen langjährigen Partner Sascha Todenhausen aufs Boot. Für Fans vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, aber keine Sorge. Sascha ist auch dabei, wie üblich im Team Stroft und hat anglerisch möglicherweise adäquaten Ersatz für seinen Buddy Sebastian gefunden. Jochen Elpers krönte neulich erst sein ziemlich eindrucksvolles YPC-Boat-Debüt mit der Bronzemedaille. Vor allem beim Barsch- und Zanderangeln macht ihm kaum jemand etwas vor. Bleibt abzuwarten, wie sich der raubeinige Münsterländer bei der Jagd auf die extrem lernfähigen Verwandten dieser beiden Spezies anstellt. Evert Oostam und Lex Peters gehen auch auf Sardinien gemeinsam für den skandinavischen Tackle-Distributor Catch with Care ins Rennen. Nach jeweils knappem Aus in Bolsena und der Extremadura wollen die beiden Niederländer endlich mal über die Gruppenphase hinaus. Zumindest am Trainingseifer sollte es nicht liegen. Die Freunde, die erstmals auf Sardinien fischen, sind früher angereist als alle anderen Teams. Der österreichische Routendistributor Hearty Rice Europe schickt erneut Johann Fournier und Christopher Weiß. Christoph ist als internationaler Vertriebsleiter ohnehin viel unterwegs und kennt sich in Italien aus. Johann ist auf quasi jedem Gewässer zu Hause, denn der Franzose guidet von Boot, Belly und Ufer an Seen, Flüssen, Küste und auf hoher See. Komplettiert wird das Feld vom Batteriehersteller SH Lithium, wie schon beim YPC Boat durch Inhaber Stéphane Huguenot und Stéphane Poinceau vertreten. Die beiden Franzosen sind extrem basserfahren und kennen einander bestens. Nach dem knappen Aus beim Boat-Debüt haben sich die beiden auf Sardinien einiges vorgenommen. Damit habt ihr einen ersten Eindruck. Wie schon Gruppe A beginnt auch Gruppe B am Lago di Cochinas. Viel Spaß mit Folge 3. All clear. 2, 1, go, go, go!
YPC Bass und Stroft ist natürlich mit dabei. Diesmal habe ich euch nicht Sebastian mitgebracht, sondern den friesischen Tonnenfischer oder den Vater von Stefan Seuss oder mein Freund Jochen Elpers, Dritter der YPC Boot und eine wahre Zander-Fangmaschine. Und ob er auch Bass fangen kann, ja, das könnt ihr ihn selber fragen. Da sind wir wirklich gespannt. Guten Morgen, lieber Sascha. Freue mich mit dir, hier zu sein und Stroft zu präsentieren. Bassfischen ist was ganz anderes, was ganz Neues für mich. Wir versuchen unser Bestes. Im Training lief es ganz gut. Mal gut, mal so. Mal gut, mal schlecht. Also es ist wirklich schwierig hier, weil es gibt ein Gewässer, wo keine Karte vorhanden ist, wo man gar nichts weiß. Hier ist okay, wir gucken mal. Aber jetzt lasst uns Gas geben und wir versuchen euch ein bisschen was zu liefern. Good morning from Team Ilex Ganki. Good morning, everybody. We are just on our first spot. We just arrived. We had a boat following us. They might want to approach the same spot, but they were a little bit slower. Greetings to Stefan and Stefan. And yeah, we fished some structure underwater. Yeah. What do you start with? I start with the Kaiju Boost. It's a lipless. I'm going to stay a little bit out if you want, fishing some deeper water. In the meantime, you cast to the rocks and get into the shallow. Yeah. I think this is going to be the plan for that. One goes a little deeper, one goes a little shallower. When we get results, we start fishing the same and we try to catch as many as possible. Let's catch a fish. Yes, please. YPC Bass 2025. Jawohl. Wir sind startklar. Wir fangen an. Einmal Topwater und der andere. Ich fische mit dem Krebs am Anfang. Auf hier, nicht lang schnacken. Erster Spot liegt direkt vor uns. Wir hangeln uns jetzt hier an der Uferkante entlang. Drückt uns die Daumen. Bonjour tout le monde. Hi everybody. We just started the YPC Bass in Sardinia 25. And yeah, we arrive on this beautiful lake of Koginas and we're gonna try to to catch a lot as we can. Stefan and I, we're gonna start in this area. We have a plan this morning for fishing principally the structure, the rocks. The wall will go in the water, like this one, this one, this one. And luckily, the first spot, Mark was too fast for us and he take our first spot. That's the job. So we are not wrong if Mark is here. It's a really great fisherman. So Mark and Mattia are faster than us, so that's it. Okay. See you soon for Catch a Big Fish. Okay guys, Team Catch with Care. We just had a start. This is like a small inlet from the big lake. We're gonna start the day here. This is our first spot. We're gonna fish two techniques. Why? Because it's important that you have different type of lures in the water. I will start with crankbaits, fishing just close to the drop, and Lex, he will start with topwater, Small casting popper. on the rocks, not literally, but on the rocks, and we fish ourselves in, and then we turn back and fish ourselves out. That's the first spot. So support Team Catch with Care, and we hope we can give you a good show. Thumbs up. Welcome to the YPC Bass 2025 on Sardinia. Yeah, we're here at this wonderful island. Yeah. At the Lago de Coginas. See. And we try to catch some huge bass now. Some 5-pound bass. Just enjoy it. Yeah. That's a very important thing. See you later, guys. Yeah. Johan, my friend. The first cast. Good luck. Good luck. Good luck. First cast. Ja. So, also der erste Spot und es wird aller Wahrscheinlichkeit nach heute die 3F geben. Ein fröhliches Frittenfischen. Sehr viele kleine Fische sind im Moment aktiv und beißen hier. Die großen sind extremst schwer zu bekommen. Ja, wir werden es natürlich trotzdem versuchen, aber das erste Ziel ist erstmal die Karte mit den etwas kleineren Fischen zu füllen und dann zu gucken, kriegen wir wirklich noch ein paar größere. Und vielleicht haben wir das Glück und ein größerer ist schon am Anfang mit dabei. Drückt uns die Daumen. Oh, das ging schnell. Dann war es meine Frau.
2 Minuten auf dem Wasser schon selber verrückt gemacht. Ist noch nicht mal jemand am Spot angekommen. Die fahren alle noch. Und schon wieder dieses Oh. Fisch. Zu klein. Hast du? War zu klein? War zu klein. If it's 500, it's 500. I hope so. I hope so. I hope so. I hope so. With your legs. It's really small. So I think it's the smallest we had on top water. Yes! 600. First fish on top water, really small fish. Got it on the Pike Pop, Strike Pro. CBC macht den Anfang, während Abu sich offenbar im Revier vertan hat. Karpfen sind im Grund. Ja. Krass. Mit der ist, oder? Nee, Alter, das sind 5, 6 Karpfen, die da auf einem Spot und fressen sind. Hat schon jemand angefüttert? Das sind doch die unsere Bass. Hat Team Ilix wahrscheinlich ihre Sensors-Produkte hier versenkt. Der Marc erwischt. Weil Marc wird Thomas wieder eine Runde stippen. Did you go very, very close? To your head? No, to my lure. To your lure? Oh, fish. Oh man. Okay. Feel one. Not too fast, huh? Not very, very fast. It's a very small jerkbait. Very, very small. You fish slow or fast? No, slow like that. Slow like that? Yeah. Okay. So, der erste Spot hat nicht funktioniert. Nicht schlimm. Wir haben festgestellt, es geht eigentlich eher so gegen 10, 11 Uhr hier auf der Stelle los. Wir werden jetzt die nächsten versuchen und hoffen, dass da die Fische schon etwas früher aktiv sind. Und da fahren wir jetzt hin und da wird es dann hoffentlich klappen. Ah, da fällt mir ein, wir haben ja noch gar nicht die Positionen gecheckt. CBC, Abu Garcia und Stroft haben am nördlichen Seeausläufer begonnen. Jochen und Sascha fahren am westlichen Ufer, nun aber wieder ein gutes Stück hinunter. Harty Rice ist weit in den Osten gefahren und Ilix hat sich beim Spot-Duell im Südosten gegen S-Asch Lithium durchgesetzt. Zahlt sich das schnellere Boot hier sofort auch auf dem Board aus? Fisch. Ein Winzling. Koshi? S'en fout, il compte. Bien. 0,66. Bon, et voilà, premier fiche de la journée. Jerk, c'est ça? Hein? Jerk. Voilà. Steph, ça y est. Premier poisson, c'est parti. Einmal gesehen im Training. Guck mal, da auf dem Grund vor uns links. Wir haben jetzt Bilder, die wir im kompletten Training nicht gesehen haben. Also viel Fisch, viele Mittelwasser, sonst was. Im Training saß alles mehr am Grund und so. Also wenn man hier drauf guckt, dann kann man hier überall Fische. Die Fische sehen. Und das wundert uns so ein bisschen, weil wir die letzten Tage überhaupt nicht gesehen haben. Deswegen, wir müssen mal gucken, was das bedeutet, aber wir werden das schon schaffen. Oh, da ist er. Nein. I saw it coming. No, I think it's also some big. Oh, I lost it. Yeah, it just went down. It was a bigger one. Ah, can happen. Das war ganz dick, glaube ich. Fisch.
bisschen Glück ist ein Keeper. Nee, oder? Doch, messen. Und haben wir. Ich mach die Waage parat. 440. 60 Gramm. Der hätte nur frühstücken müssen. Der könnte... Nee, wieder zu. Willst du messen? Nee, glaube ich nicht. Ja, Fisch. It's too small, but Maybe just, you never know, too small. 41041. Too small. Put it back quickly. Da ist er. Ja. So, Toni. Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Soll ich hinfahren? Ja. Ich will auch nicht ganz so viel Pressure machen, weil ich den so ganz langsam nur mitgedrückt habe. Das ist ein Karpfen. Das ist ein Karp, oder? Das ist ein Karpfen an der Rückenflosse gehackt. Nee, der hat ihn gegessen. Das ist nicht dein Ernst. Das kann doch nicht sein. Wow. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand... Ach du meine Güte. Wattenspacken. Das habe ich noch nie gesehen. Unfassbar. Das ist krass. Wie war das mit diesen Topwater-Extra-Punkten? Ich habe noch nie gesehen, dass jemand mit einem Stickbait einen Karpfen gefangen hat, im Maul, der hochkam und sich das Ding weggefressen hat. Das war echt ein schöner Biss. Na gut. Respekt all the fish. Naja, manch ein Karpfangler wäre vielleicht stolz auf mich. Also ich bin stolz, dass du den Hookset tatsächlich gut gesetzt hast bei der kleinen Schnute. Was du nicht siehst, ich angel die ganze Zeit einen Topwater-Boilie. Ein Poppy. Ein Poppy. Das gibt's ja nicht. Vorhin hat er den nochmal genommen, ne? Und ganz vorsichtig einfach so weggeschmatzt. Toni legt möglicherweise den Grundstein für eine Karpfen-Köder-Revolution. Glücklicherweise sind aber offenbar auch ein paar andere Fische am Platz. Ein Kilo Fisch. Nicht ein Kilo Fisch, aber Fisch ist Fisch. Bin hier. Yes. Das ist gut. Number uno, Junge. Erster Fisch im Boot. Yes. Let's go. Hängt perfekt oben drin auf die Chica Craw. Und weißt du, dass das der war, der sich gerade den Topwater nehmen wollte? Der wollte den gerade original haben. Ah, geil. Yes. Nicht so schlecht. 820. Erster Fisch für uns. Super. 820 Gramm. Yes. Auf geht's. Gelungener Start für Abu. Mit dem Fisch könnte man im Zweifel am Ende des Tages leben. Sebastian bringt sein neues Team aufs Board. Sein ehemaliger Partner nähert sich vorerst noch an. Das ist Saschas Linie normalerweise gewesen im Training. Immer zu der roten. Ah, fuck, da war der. Da war so eine rote Tonne, die habe ich immer angeworfen. Und irgendwie kamen die Fische da immer. Und jetzt gerade auch wieder einer, aber der war klein. Sage ich mir. Wahrscheinlich war es ein Riesenvieh. Fisch. Yeah. Yes! The first one. We are in the game. For sure. And that's keeper. Okay. 0.78. Here we go. Let's do it again, bro. Yeah, for sure. Oh man. You know what? I love you. I know.
Fish. Yes. Oh, there we go. There we go. It's fat. It's fatty. It's a fatty. Welcome on board, buddy. 8, 7. Okay, here comes the first catch of the competition for us. It's quite a fatty. Look at this belly. It couldn't resist the gunky kraken. They are loving crow colors and a silent bait in a morning like this, in which we have to be quiet. It looks like it's working at the moment. Release this beauty quickly. It's almost ready to spawn, so there will be many small new bass in the season. It came on a little gunky kraken 55. It's a square bill bait. That means this big wide lip is going to help you jumping through the rocks, not getting stuck, and it is totally silent. That's something that helps in mornings when the fish looks like it's not biting too much and you need to be quiet to convince them. So it's a good bait. We keep casting. Let's catch some more. I'm going to use the same color as your popper. Maybe it helps. Yeah, could be. But they only see the back, the under side of the popper. This is the orange. same orange belly. Da war Fisch. Oh man. C'est petit. Petit. Yes, it is. It is. Nice job. 041. Yes, man. Oh man! That was a better one. Yeah, but okay. That's fishing. Fuck. Fish. Good job, Evert. This is good fish. Yeah. Anchor it. It's a small one, but finally the crank works as well. 6-8. Okay, quick release, because yeah, this is nice, but we need bigger ones. Caught it on Strike Pro Cranky X. Crankbait. Ich glaube, die sind alle noch nicht aufgestanden. Also wenn die italienischen Fische so sind wie die italienischen Menschen, dann sind die nett. Dann sind die furchtbar nett, aber dann geht alles so seinen Weg. Schlimm, ist nicht so schlimm. Guck dir das an, das ist genau drunter. Ja, der kommt hoch, der kommt hoch. Ja, das ist winzig. Ach, das sind 2, 3er. Ich steck's trotzdem ein. Er ist direkt runtergegangen. Ne? Aber vielleicht der unten drunter. Aber erst, als du ihn lang stehen lassen hast, ist er noch hoch. Komm richtig hoch. Das ist bei, ja, die sind noch kalt, die Jungs. Oh, die Fische stehen da. Sind jetzt gerade ein Toni 2 Fische auf dem Topwater hinterhergegangen. Und erst als er den Köder komplett stehen lassen hat, ist der Fisch schlagartig nach oben, hat sich den angeguckt. Aber wir waren jetzt auch unfassbar nah am Fisch dran. Die Zone ist interessant. Die Fische werden nach und nach aktiv. Ich glaube, umso länger der Tag geht, desto
aktiver werden die Fische. Das ist auf jeden Fall so eine Ecke, die man gut 2-3 Mal am Tag anfangen kann. Big one, man. No! Zu klein. Zu klein. A better one. It's Mickey Mouse fish compared to Omodeo. 5'8". Yeah. Again on the cranky X. Small fish, but we can fill the cart, and later on we do the upgrades. Gute Neuigkeiten für alle YPC Bass Fans. Es gibt den National Fishing League Hoodie in der YPC Bass Edition ab sofort bei uns im Shop. Das Ganze gibt es für die warmen Tage natürlich auch als T-Shirt, aber auch für eure Tackleboxen haben wir was Neues. Ab 6.6. geht das A-Limitat von LMAB, der Drunk Twister, in einer neuen Größe in 23 cm Länge in den Handel. Wir haben die 4 erfolgreichsten Farben und weil der Chrome Redhead beim Drunk Dancer so beliebt war, haben wir den hier auch nochmal auf den Drunk Twister gemacht in der neuen Größe 23, aber auch in 12 und 16 cm Länge. Wie gesagt, ab 6.6. im Handel. Viel Spaß beim Shop. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. So, die ersten 3 Stellen, 1, 2 und 3, die haben nicht funktioniert. Was nicht schlimm ist, wir haben damit so ein bisschen gerechnet, weil wir die Fische dort immer später gefangen haben. Jetzt kommt der Wind die ganze Zeit aus einer anderen Richtung als die ganzen anderen Tage. Das heißt, wir werden jetzt in die Richtung des Windes fahren, weil wir glauben, dass dort das Wasser etwas freigespülter von dem Wind ist und etwas klarer ist. Und wir hoffen, bei dem klaren Wasser ein bisschen größere Fische zu finden und auch beißwillige Fische. Also, ab geht's. If they feel the hook, I don't know if you saw after it came out, 10-15 seconds after it came back on the surface to shake. Once they feel the hook, they won't come back. That's the problem. Yeah, we directly changed the spot because we'd better move another fish than try to catch again that one. They are already very slow and once they get hooked, it turns impossible to convince them again. Dieses Lied kann ich mir jetzt schon 5 Tage anhören. Sascha, sing doch noch mal. Sascha. Ich kann den Text noch nicht. Ja, deswegen mach das nicht. Sarah Piecchia, Peque, Piamo, irgendwie so. Seitdem fangen wir nichts mehr. West Sardinia. Okay, das. Yes, aber der erste Fisch auf Topwater. Sauber, Toni. Das die ganze Zeit durchsingen. Jawohl, 560. Sauber, Toni. Danke, Savage Gear. Bullwitz. So, das ist unser erster Topwater-Fisch.
der schon mal mit in die Wertung geht. Sauber. Sehr gut, Toni. Ich muss immer die Handschuhe nass. Ciao. Bescheid sagen und Oma vorbeischicken. Es ist und bleibt der Savage Gear Bullet Mullet in 8 cm. Das Ding ist einfach eine Maschine. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Köter hat den bis jetzt existierenden YPC Bass Topwater Rekord gebracht. Mit 2,1, 2,2 Kilo am Bolsena vor 2 Jahren. Und ich glaube, der wurde letztes Jahr in Spanien nicht gebrochen. Vielleicht, aber nur vielleicht, bringt er dieses Jahr ein Upgrade. Gucken wir mal, was wir machen. Ganz simple Kombo, ganz dünne geflochtene Schnur an einer Abu Xenon mit einer Abu Veritas Rute. Schöne weiche Spitze, schöne weiche Aktion, weil wir ganz kleine Drillinge angeln. Ein monophiles Vorfach, weil monophile Schnur, die schwimmt. Das ist, glaube ich, eine 30er. Die kann ruhig auch ein bisschen dicker sein, das ist nicht so wild. Die geflochtene hat 0,06, also die ist sehr, sehr dünn. Ja, und was wir machen, schön am Ufer parallel lang werfen. Wo wir jetzt aktuell stehen, ist es sehr, sehr tief. Das heißt, wir werfen ufernah und wollen die Fische damit abgreifen, die jetzt frühs hochkommen und trotzdem ans Ufer gehen zum Fressen. Ja. Hat bis jetzt einmal geklappt, hoffen wir, dass noch was Größeres kommt. Daumen drücken. Ilex 0.87. Matthias, congrats. Yeah. And Tony 0.56 topwater. Okay. Okay. Schlepp dich, Toni. Hörst du? Ja. Nein, Sap. Bravo. No. Ja, das gibt es doch nicht. Ihr garstigen Böcker, ey. Maybe keep a size. 0.52. Yes, man! Now, some minimum. Second keeper, we are on the game. Yeah. Very small, but that's the rule. Huh? Ça va ça? Oh, je le rate, il m'a raté le leurre. C'est un... Oh, je suis fou quand. Allez, vas-y. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu monter. Oh, ce... 0,55. Ah, die Sprache der Liebe. S-Arsch muss sich vorerst mit einem weiteren halbstarken Fisch zufrieden geben. Ilex, Spothopper machen sich währenddessen schon wieder bereit für den nächsten Wechsel. What's after this? Oh, it's a long thing, huh? Okay. Okay. Well, after Okay. the other side, maybe. Yeah. And Okay. then. We step it in here. Okay. And yeah, and then we said we go to the dam, but there's a lot of fishermen, so. Fish on. Ah, 3.7.
It's just a small fish, came out a little bit deeper than the previous one. This time on a TN60 Trigon by Ilex. Very flashy color. It's helping at the moment. There is just a little bit of light. Let's weight this baby. 510. Oh, just enough. Just enough. Just enough. Okay. Fish number 2. Just sizable. Goes back into the water. Bye, baby. Jump. Yes. Tout doucement, Steph, c'est bon, le piquer. On n'a pas d'épuisette. Bref. Mais c'est toi qui as le filet. 0,79. Tu veux le faire sauter? Ouais. Ah, non, trop tard. Yes, papa! 0.87. Bye bye. Bye bye. Yeah. Amazing. Nice. Close to the shore. Huh? Very close to the shore. Okay. And again on jerkbait. Ich fische ja hier mit dem Free Rig entlang. Das ist eine super simple Methode, auch optimal geeignet zum Barschangeln. Im Endeffekt habt ihr ein kleines Weight, in dem Fall nehme ich jetzt hier 5 oder 7 Gramm. Das ist Windstill, wir brauchen nicht viel Gewicht. Das wird einfach auf die Hauptschnur aufgefädelt. Ich fische jetzt hier Fluorocarbon durchgehend und am Ende kommt dann unser Haken mit dran, in dem Fall jetzt ein Offset-Haken. Ich mache da grundlegend am liebsten einen Knoten, das ist der Palomar-Knoten, einfach doppelt durchfädeln, einmal einen Überhandknoten mit der Schlaufe, die entstanden ist, einmal durch den Haken durch oder Köder, je nachdem, was ihr eben anködert. Das Ganze kurz nass machen, festziehen und das Ganze ist bombenfest. Da kommt jetzt am Ende noch unser Köder dran. Man kann das mit unterschiedlichen Ködern fischen, Creature, Cross, Würmern, egal was. Super simple Methode. Blei kann absinken, Köder taumelt langsam hinterher und wenn man das so subtle präsentiert, dass es hier im Ufer ganz langsam entlang gehen soll, eine optimale Methode zum Barsch- oder Bassfischen. Made it anyway, to be sure. Das ist wirklich ein Piccolo. Ich glaube, den braucht man nicht keschern. Ich glaube, den braucht man nicht wiegen. Yeah, fish. Big one? I don't know. Yeah, maybe it's a sizable. Yeah. This is approved. Yeah. 5.9. 0.59 on the Cranky X. A lot of fish on this point. Wick, net, better one. Wick, there's not much line out. Four? Oh. Kiss, kiss. No, thank you. Okay, nice. Nice job, my boy. Really nice. Come, let's do more of them. Ja. Die größeren Cochinas Bass sind zwar noch nicht richtig aufgetaut, in der Gewichtsklasse 2 haben Johann und Christopher aber gut vorgelegt. Führung für Hearty Rice, weil bei Abu zuletzt weniger los war, haben Sebastian und Toni die Seeseite gewechselt. Fish.
Oh, und jetzt ja. Das ging aber schnell. Oh yes. Maybe. Oh, Fisch. Ja, was ist wieder so ein... Ich hänge im Netz. Der hängst im Netz. Das könnte... Kommst du hin? Ist ja nicht so schlimm. Vielleicht hat er minus 500, plus 500. So, mal kurzes Chaos hier. So Leute, das war einfach jetzt mal einfach mal auf die Sonnenseite gefahren und einfach mal Bruder und Schwester abgeholt. Sauer. Na gut, gucken wir mal, ob es einer von den beiden macht. Oh, meiner ist leider zu klein. Zero nochmal. 0,50. Den gilt es hoffentlich abzugraden. Du hast gesagt, er fühlt sich schwerer an. Ja. Ja, erstmal drinnen haben. Huiuiui, er wollte wieder ins Boot. Keine 20 Meter gefischt und direkt im Doppeldröll. Kann sein, dass die Fische hier auf der Schattenseite, weil die Sonne über den Berg aufgeht, einfach noch nicht so extrem aktiv sind. Jetzt haben wir hier auf die andere Seite gewechselt. Direkt hier 2 Fische. Wir fischen jetzt mal den ganzen Stretch hier weiter und hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt. 0,48 und 0,5 einfach. Minimalistisch könnte man sagen, aber viel größere Sprünge haben die anderen Teams bis dato auch nicht gemacht. Vielleicht ja jetzt. I was stuck on the GoPro. I think it's 7, 8. They are growing and growing. Again on the Strike Pro Cranky X. I just felt a small bite and then I waited a little. Boom. 7, 8 fish. We are grinding. Keep on hammering. Groß genug? Ja. Jo, der ist groß genug. Der passt. 0,65. 0,65. Wichtig immer auf der anderen Seite des Bootes reinlassen, damit die nicht fetzen geht. Ne? So. Mal gucken, ob er springt. Nein, aber umgedreht. Der erste Keeper, 0,65. Es ist ein Stein, der von meinem Herzen gefallen ist. Und die Erleichterung, die damit einhergeht, ist für einen Menschen nicht kaum zu ertragen. Ich habe mir richtig doll Gedanken gemacht, weil am Bolsena ist es so, dass das Wasser extrem klar ist und man wirklich auf ganz feine und ganz leichte Schnüre setzen muss. Ich habe gedacht, das wäre hier auch so. Ich war ja noch nie hier. Und habe dementsprechend ganz viele, ganz leichte Schnüre mitgenommen. Hat sich herausgestellt, brauchen wir alles nicht. Wir können die ganz normalen Schnüre, die wir auch in Holland benutzen, die können wir hier benutzen. Also GTPS 3, GTPS 4. An dem anderen See haben wir sogar dickere Schnüre, damit wir die großen Cranks auch werfen können. Also insofern, es hat sich gar nicht viel verändert. Und wenn ihr hier mal im Urlaub seid, dann braucht ihr euch keine großen Gedanken zu machen. Muss ich jetzt wirklich andere Schnur drauf machen oder wirklich feiner fischen? Nein, das geht auch mit dem ganz normalen Tackle, was ihr jeden Tag benutzt. Erster maßiger Biss für Stroft. Ilex stolpert zur Nummer 3. Yes. Told you, you had to be ready. Look at that, it's off. Exactly 500. Okay, we have to pep up in the sides, but we're making some numbers and there's time to increase. Bye, baby. Oh nein. Meine Schnur oder unten drüber? Nee. Das war ein Bilderbuch. Auf welche Seite bist du? Da oben. Okay. Kommt hier.
größer. Müssen wir aber trotzdem gucken. Ja, halt mal kurz den Root, bitte. 0,5. Dein Fisch, Toni? Die 0,5er Topwater-Fische. Aber gut, 500 Gramm in die Wertung. Was sauber. Das war aber Bilderbuch. Ja, genau der war vor geil. dem Baum hier. Das war langsam entlang geführt. Schön weggeschmatzt. Das war wirklich gut. Bilderbuch. Punktlandung folgt auf Punktlandung, aber die Erfahrung hatte ja auch schon Gruppe A gemacht. Größere Exemplare sind im Kochinas zwar durchaus vorhanden, aber extrem schwer ans Band zu bekommen. Fisch. No, lost. Yes, baby. Nein, es hat... Sit by go. Sing. Ah, il a pas sauté. Fisch. Could be close. Could be close. 5,30. Also auch für mich ein kleiner Kochinas Bass. Aber nach denen die wollen wir eigentlich gar nicht fangen, die kleinen, weil wir brauchen natürlich ein paar größere Fische noch. Matti hatte schon den ersten drauf heute Morgen, Topwater. Ist leider nicht hängen geblieben. Passiert gerne mal. Die beißen sehr, sehr, sehr spitz. Der Fisch kam auf den neuen Raiju Crankbait von Gunky. Ist ein sehr kleiner, kompakter Crank. Auch leise, also silent. Und läuft ziemlich tief für die Größe. Läuft so bis auf 3 Meter. Ja, funktioniert nicht nur auf große Barsche gut, sondern auch auf Bass. Ja, Fisch. So. Keeper. 062. You have the mother, Evert. You got the mother. Stehen zwei dran. Ja. Zwei ist in der Windzecke. Alter. Da ist er. Yes! Das war eine geile Aktion. Oh, Hammer. 6,8. Upgrade. Jawohl, Toni. Schöne kleine dicke Bauch. Kannst genau da wieder hinschwimmen. Der war garstig. Auf Sicht. Das ist natürlich ein Traum. Wir haben genau die Ecke gefischt und waren eigentlich schon durch und haben noch so einen kleinen Wirbel an der Oberfläche gesehen, wie da war was. Topwater hingeschmissen und gesehen, wie 2 Fische gefolgt sind. Und dann ganz, ganz langsam in die Knie, ganz ruhig, ganz leise. Patz. Geilste, was es gibt. So we just changed a little bit the spot, but yeah, the water is really brown here. So it's really murky, so I don't know, we make a few casts and we're gonna move again. We're gonna back more in the lake and try to find as much as possible a place where there is absolutely no wind. So yeah, there is a really bad cloud behind us, so we don't know what we're gonna do for now. I hope we're gonna catch a fish in surface. So we try and we try and we try, but for now it doesn't work. So wait and see.
Another little beauty from the lake. This one's gonna be barely sizable. Let's check it. 480. 20 grams too light. Yeah, fish. Big one. Big one. Jumped. Evert is on fire. 5.8. 0.58. Fish. Passt. Der passt. Kipor. 057. Am 6.6. ist es soweit. Der erste Metallköder von Monkey Lures kommt auf den Markt und es handelt sich um einen kleinen Jigspinner. Um das perfekte Laufverhalten sicherzustellen, ist jedes Gewicht ein bisschen anders von der Silhouette. Wir haben unterschiedliche Komponenten verbaut von der Größe und haben natürlich auch unterschiedliche Spinnerblattgrößen. Wir haben einen ausbalancierten Köder, der auch in der Upsync-Phase oder unter langsamem Zug perfekt arbeitet. Also stellt euch einen Wecker und verpasst den Turbo Louis nicht. Okidoki, kurz zum Startpoint zurück und machen den ganzen gleichen Drift nochmal. Also wir wollten das Ufer weiter abfischen, aber das lassen wir, weil da hinten Evert und Lex sind. Und das ist auch so ein bisschen so ein Respektding, dass wenn die Seite gefischt haben, fischen wir die Seite. Und die waren von ganz weg, die kommen wieder und ich nehme an, die wollen von unten nach oben fischen. Deswegen lassen wir denen das in Ruhe sozusagen und wir fischen einfach nochmal die andere Seite. Und gehen auf unsere Seite wieder. Fish. Fuck. Fish. Net? No. .54. That's the same. .55. Yeah. I just caught some fish here on the tip with the Cranky X from Strike Pro. But now I'm also do some pop ring because it seems like on this point the fish is active. So we hope we can catch our second topwater fish here. And then we have the full card. New spot, same techniques, but some crankbait fishing also, and jerkbait. And spinnerbait and chatterbait maybe. Because it's hopefully off. bass on the net. Let's do it. Okay, now I use crankbait fishing. Red Shadow Road from Arctirife.
Der jetzt ja. Aber ist ganz kleiner. Jo, ich halte es mal so gut. Das sind kleiner Topwater Bass für mich. Aber der hat keine 500 Gramm. 0,42. Aber doch, ja? Ja. Siehst du, so verschätzt man. Ich hätte doch gedacht, dass es noch weniger ist. Yes. Good fish. 0.68. Strike Pro Cranky X did it again. Ouais. Surface. Allez mon gars, c'est un beau ça. Ça c'est un beau. Allez mon chéri, mets l'encre, mets l'encre, mets l'encre, mets l'encre, mets l'encre. Allez mon Steph, tu me le rates pas. Allez. Ouais, ouais, mon petit. Eh oui. Allez. Celui-là est pour nous, celui-là. Putain, je le vois même pas. 760, c'est ça? 0,760. Ouais. Okay, first fish in surface, not a big one, but at least a fish in surface. This morning, yeah, we also have a really big bite, and he don't take don't catch the lure. So now, it's on the boat. 760 gram. That's it. Bisher immerhin der beste Topwater-Bass des Tages. Das schürt doch ein wenig die Hoffnung, dass die größeren Räuber in den letzten 60 Minuten vor der Pause noch einen Gang hochschalten. Net, 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 net. Came 2 times. Catch my bait. Perfect, perfect. 0.65. Yes. But the huge one. Fish. Ja. $60. 0,60. Okay. 600 Gramm. Und zurück. Der Fisch kam wieder auf den TN Trigon. Was für Übeltäter. Ruder habe ich mir von Mathe geklaut. Und wie gesagt, das Besondere beim Trigon ist eben, dass er diese große Tungsten-Lip hier unten noch dran hat. Also alle Trigons, alle TNs haben dieses Out-Metal-System. Das heißt, ihr habt eine Tungsten-Lippe hier draußen. Und der Trigon hat eben noch mal diese Traube hier unten, der dann noch tiefer läuft und hat einen etwas dunkleren Sound. Scheinen sie im Moment zu mögen. Fisch. Super. Yes! Woo! Grazie, man! 081. So we are running and gunning along a rocky shore, and it's a little bit better fish finally. This is really a catch that has come to the boat, half for me, half thanks to Mark, because it got out of the hook just when netting and he took it on the way back to the water. So wow, that was some thrill. It goes back home. Ciao. Irre Szene.
Marc bringt Ilex mit einer Roger Federer würdigen Rückhand ein gutes Stück nach vorn. Das Marketing übernimmt in diesem Fall die Konkurrenz. Yeah, for this kind of fishing, I'm fishing in top water. I have a Bonnie 95 on the IU. And for this kind of fishing, I really appreciate to use the Magic One. It's a paper series and a casting rod. Really, really fast action, and also, yeah, you feel all. You can use for twitch bait, stop water. All this kind of fishing is really, really useful, and I really appreciate. You see, there is at least not a lot of action this morning, but when you have one, it's in the boat most of the time. So that's really good. Fish. Oh, it was a good fish. There was weight on it. Okay, okay, okay. Fuck. Grammes? Non. 0,54. 0,54. Allez. One more. Runter, Mensch. Oh, Buddy. Alter, wo ist er denn? Alter, das war nicht gut. Also nee, es war gut, aber... Auf ein Black and Blue Jig. Mit einer schwarzen Jigger-Crow, eine Farbe, die super unterschätzt. Das ist auch eine Sache, die in Holland extrem gut funktioniert. Schwarz-Blau im trüben Wasser, so wie wir es jetzt hier haben. Und da kam ein bisschen besserer Fisch dabei raus. 0,68. Schöner kleiner Bass auf den Jig. Absolut geile Fische. Yes! Fish. Okay, but 5'10". Der Fisch schon dran? Hä? Was zur Hölle? Das ist ein kleiner. Oh. Ja, so. Jawohl, Toni. Essen lassen. Ich hab die Schnur nicht. Der ist weggeschwommen damit. Ich habe einfach die Schnur. Oh, Vorsicht, Ja. Ich habe einfach die Schnur nicht gesehen. 600 Gramm. 600 Gramm für unsere Back. Den nehmen wir doch auf alle Fälle mit. Oh, gut, der wollte los. Oh, Okidoki. Weiter geht's, weiter geht's. Der Topwater funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben einen größeren Topwater gefischt. Den wollten sie nicht. Der ist gerade mal einen Zentimeter länger, der andere. Aber den kleinen, den holen sie sich weg. Und vielleicht kommt auch der große Fisch von vorhin nochmal. Um die Jahreszeit weiß man das bei den Bass nicht. Die sind kurz vor dem Spawning, das heißt vom Laichen. Und gerade die Männchen, die sind sowas von unfassbar aggressiv. Kann echt passieren, du verlierst den Fisch, kommst ein paar Minuten später wieder und der hämmert direkt nochmal drauf. Versuchen wir jetzt mal. Bei Ilex war man zuvor der Meinung, dass die Bass nach Hakenkontakt eher Reißaus nehmen. Apropos Reißaus nehmen. Bei Marc und Mattia dreuen dunkle Wolken. We should maybe skip the other side. Why? Go to the base and do the top water now. It's getting darker after this. Okay. Look. Big clouds around. Ich auch. Meiner ist zu klein. Ich weiß es nicht. Deiner? Weiß ich nicht. Der passt. Dann komm. 490.
Wahrscheinlich. Ah, viel zu klein. Sag was? Zu klein. Okay. Ja, leider zu klein. Da ist er. Besser? Ja, was? Ja, warte, ich mach selber. Ja, ist besser, ist besser, ist besser, ist besser. Nee, ja? Doch. Fühlt sich auch mal ein bisschen schwerer. 450. Scheiße. Aber sie werden schwerer. Jetzt habe ich ihn. Ja. Oh, ach, was ist denn das jetzt? Hey, bitte, 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 bitte. 0,56. Sehr gut. Ciao, wieder ab nach unten. Klassischer Jerkbait. Der Berkeley Dex Stunner. In vielen, vielen schönen verschiedenen Farben. Das ist der 11 cm, quasi der 110er. +1, also geht eine kleine Etage tiefer. Gibt es auch quasi die Shallow-Version, den normalen. Und auch eine +2 haben wir ja auch schon erfolgreich gefischt. Und der hat sich einfach bei uns in den letzten Tagen hier, sobald ein bisschen Wind kommt, ein bisschen Bewegung an der Wasseroberfläche ist und die Fische vermutlich ein bisschen aktiver werden, sind die Jerkbaits einfach um die Jahreszeit ein Top-Köder. Also wir haben wirklich viele, viele schöne Fische im Training drauf gefangen. Und wir hoffen, dass wir dann noch ein paar drauf fangen. Jetzt weiß ich es auch nicht. Nee, auch nicht. 360. Nein. Ja. It was a really strange bite, this. 6'9". Und der Pinwedge? CWC streicht langsam aber sicher die Fünfen als Zehntelstelle. Strauft fängt derweil nur Kleinvieh, das in dem Fall allerdings keinen Mist macht. Und Abo plant kurz vor Mittag eine längere Bootsfahrt. So, wir machen jetzt einen Stellenwechsel. Und zwar fahren wir jetzt in eine ganz andere Area. Hier ist es quasi, wie ihr ja alle seht, relativ steinig und steil am Ufer. Wir fahren jetzt in eine Area, da ist es deutlich flacher. Wir hoffen, dass das bisschen Sonne, was scheint, diese Flachwasserbereiche einfach ein bisschen schneller aufwärmt und die Fische da jetzt auch schon vormittags ein bisschen aktiver sind. Hier ist es so, in diesem Bereich ganz klassisch, dass du in den letzten 3-4 Stunden noch mal gute Fische fangen kannst, weil Steine, die speichern dann die Wärme. Und wie gesagt, das macht den Fisch immer so ein bisschen aktiv, solche Bereiche. Ja, gucken wir jetzt mal. Was werden wir da angeln? Wir werden da hauptsächlich Jerkbaits, Spinnerbaits, vielleicht ein Chatterbait fischen und gucken, dass wir Reaction Bites bekommen. Einverstanden? Jawohl. Dann auf ihn. Hey guys. There is some new stuff from BKK. This toolbox with all the small boxes, that's amazing. Only to say that because I like it. So now for
Drop shot, we use the Pantera Craw of BIM Tackle. It's a nice, salty and smelly bait. This one is 2.2, I think, so very small. On my Halcanix rod. Yeah, so Johan, 1-2 casts and then we change the spot? Yeah. Okay. You are now in the presence of a... Got it. Bravo, bravo, bravo! Yeah. Bonnie! Bravo! Oh, that's a good size fish. Bravo! This Bonnie has some good mojo. This is the Bonnie I caught in my first YPC bank, the 52 centimeter perch. It's exactly this Bonnie. That's why I took it to here. That's a good fish. We have a 1-6. 1-6, okay. Fast 1,3 Kilo. Das sind Fische, die wir brauchen aus dem Koginas. Fuck, he was like... Should I take it? Should I not take it? Should I take it? Okay, I eat it. So, und der gute darf wieder zurück ins kühle Nass. Ja! Der Fisch kam jetzt, wie schon kurz erwähnt, auf den Ilex Bonnie 95. Den Bonnie gibt es mittlerweile in ganz vielen verschiedenen Größen. Ich glaube in 5 verschiedenen. Es gibt die noch kleiner, noch deutlich größer. Das hier jetzt der Neusee, also der hat eine Kugel drin. Gibt die mittlerweile auch in der Silent-Variante, aber das Wetter ist nicht so toll. Ich glaube, wir müssen die Fische ein bisschen hochholen. Und das war der Erfolgsköder, wie gesagt, da habe ich in meinem ersten YPC Bank auch den 52er Barsch drauf gefangen. Und mein Setup ist die Ganki Shoot & Cut 205. MH ist die Route. Und habe eine Ganki Shoot & Cut Rolle drauf. Die Baitcaster sind übrigens echt klasse. Und die habe ich Nylon drauf. Warum Nylon? Weil Nylon schwimmt und zum Topwater angeln möchte ich nicht nur die schwimmt und die ein bisschen Dehnung hat. Gerade wenn die Fische so nah am Boot kommen, habe ich lieber Nylon wie geflochtene. Das ist mein Setup und das hat mir den tollen Fisch gebracht. Marc hätte nun wirklich keine Probleme, sich fortlaufend neue Köder zu beschaffen. Dass der Hesse seine Bonnies trotzdem über viele Jahre fischt, finde ich bemerkenswert. Mit diesem schönen Biss gehen wir in die Feedback-Runde. Allez. This is the end of the first episode. 7 fish at least is not that bad. We have one in surface and yeah, some small fish. So we need to continue to hammering and hopefully we're gonna catch a big one. At least the second episode we need to have the second topwater fish. Okay, see you later, my friend. Bye. Thanks for now. We are happy, Team Catch with Care. We have the full card in the first episode. 6 approved fish, 2 on topwater, so 8 in total. We will upgrade them in the next episode. Next week we're gonna upgrade it with big fish. Yes. Support us, Team Catch with Care. Out for now. Now? You're off for now? Yeah. Till the next episode. Bye. Bye bye. Auf Wiedersehen. Das war die erste Halbzeit in Gruppe B. Ilex liegt dank Marcs starkem Topwater Bass in Führung. CWC, Abu und S-Asch folgen aber recht dicht dahinter. Hearty Rice liegt mit den bisherigen Größen ebenfalls im Soll, während Stroft bisher erlebt, was Sascha zu Beginn vermutet hatte. Ein fröhliches Frittenfestival. Bleibt zu hoffen, dass der Nachmittag den ein oder anderen besseren Fisch für uns bereithält. Wir hören uns nächsten Sonntag ab 18 Uhr. Ich wünsche euch eine entspannte Woche, viel Angelzeit und falls euch die Tackle-Sehnsucht übermannt, wisst ihr, was zu tun ist. Macht's gut und ciao!